Meine Blutwerte sind da, die neuen. Und dazu möchte ich euch mal was erklären. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Sommer. Bei uns ist alles etwas verregnet hier. Also nicht schön. Deshalb sitze ich auch jetzt schon wieder drinnen. Wir hatten heute Vormittag sehr viel Regen. Und eine Regenpause habe ich dann ausgenutzt, um mit Gerda spazieren zu gehen. Ja, und meine Blutwerte habe ich erhalten. Ich war gestern zur Abnahme und ich wollte euch das mal kurz zeigen, wie das aussieht. Das Hämoglobin ist ein kleines Stück nach oben gegangen und die Leukozyten etwas runter. Ja, also ich zeige euch jetzt mal, was hier auf meiner App reingekommen ist an Nachrichten. Da könnt ihr mal schauen, wie das so aussieht. Wir fangen mal an mit dem Hämoglobin. Vom Anfang an am besten, vom März, als das mit meiner Leukämie-Diagnose begann. Wir haben ja erstmal ganz unten den 25. März, das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal im Krankenhaus war. Da hatte ich also einen Wert von 92 Gramm pro Liter. Und wenn ihr dann weiter nach oben geht, dann steht hier hoch die Kuh, das heißt April. Ja, da seht ihr also, wie sehr das schwankt. Ich hatte ja meine erste Chemotherapie damals schon begonnen. Da geht es mal hoch, dann geht es mal runter, aber es blieb immer unter 100. Ja, und dann geht das da weiter hoch. Und hier so um den 5., um den 6. rum, die 69, das war die Zeit, wo ich da meine Sepsis hatte. Ja, trotz der ganzen Hämoglobin-Infusionen, die ich bekam, ging das Ganze nicht nach oben. Eine Steigerung gab es dann erst Mitte Mai, also ab dem 19. Tokuku. Da ging es dann nach oben und dann wieder was runter. Und hier oben links seht ihr Vita-Arvo von 134 bis 167. Dazwischen sollte das eigentlich liegen. Ja, und ihr könnt jetzt sehen, die letzten 4 Einträge ist durch die Chemos ist eine Steigerung da. Allerdings haben wir die Leukozyten, die liegen heute bei 2,6. Beim letzten Mal, letzte Woche waren es 2,9. Die haben halt etwas abgebaut. Dann haben wir auch am Tag der Einlieferung ins Krankenhaus ganz unten 1,6. Ja. Und das sind 1,6 Milliarden pro Liter an Leukozyten. Und dann seht ihr, dann schwankt das etwas die ganze Zeit. Und ab dem 20. April geht es runter unter die 1, unter die Milliarde. Ja, da war es nochmal nach oben und dann seht ihr hier den langen Eintrag, die 0,4. Da war mit Immunsystem nichts mehr. Und das war der Zeitpunkt, wo ich meine Sepsis bekam. Ja. Ihr könnt dann genau sehen, wie das Ganze vonstatten ging. Das war die erste Woche. Da bekam ich täglich hohes Fieber.
Man gab mir Leukozyten und langsam stieg das Ganze wieder an. Ich bekam ja auch die Antibiotika. In der Zeit konnte ich natürlich auch keine zweite Chemotherapie machen, wegen den Antibiotika. Ich musste erst wieder auf den Beinen kommen. Ja. Und dann ging es mit den Leukozyten zum Glück wieder nach oben. Also das ist wirklich das Gefährliche an dieser Krankheit. Die zerstört euer Immunsystem. Und wenn ihr dann irgendjemanden habt in eurer Nähe, der nur kleinen Schnupfen hat, ja, oder einmal hustet, da bekommt ihr eine volle Ladung Bakterien ab und ihr könnt euch nicht dagegen schützen. Und dann habt ihr den Salat. Und wenn ihr dann nicht reagiert, so wie ich damals, dass sofort die Ambulanz gerufen wird, dann ist ganz schnell Feierabend. Ja. Ja gut, das nach der Antibiotika, das dauerte 2 Wochen, da ging das dann auch wieder etwas besser. Es ging weiter nach oben, mal nach unten. Aber bis jetzt hat sich das so im grünen Bereich gehalten. Ja. Ja. Ja, und ihr seht hier auch 25. Kesserkuh. Das ist der Tag, wo ich die Blutvergiftung hatte. Ja. Wo ich dann auch schon wieder Antibiotika nehmen musste. Da ist das also runtergegangen mit den Leukozyten. Und ratzfatz habe ich aus einer kleinen Wunde, die ich mir beim Brotschneiden zugezogen habe, und die Zecken hatte ich ratzfatz eine Blutvergiftung und meine Entzündungswerte sind angestiegen. Ja. Ja, so sieht das aus. Ja, und wenn man dann mal hier schaut, hier ist noch immer alles rot. Und das ist der Wert hier mit den Entzündungswerten. Da lief alles soweit gut, leichte Entzündungen im April. Dann ging es mal ein bisschen höher. Und dann kam im Mai Tokoku eben die Steigerung mit der Sepsis. Ihr seht, ich bin am 10. bis auf 193 gekommen. Ja. Und dann hier weiter oben, 1. Hähner, das heißt 1. Hähnerkuh, also am 1. Juli, lag der Entzündungswert noch bei 40. Ja, und am anderen Tag ging es ja schon runter. Ach, das war die andere, die kleinere Blutvergiftung, die ich hatte. Ja. Naja, so sieht das Ganze dann aus. So, und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen. Ja, hier neue, wie nennt sich das, neue Anweisungen. Ja, habe ich hier bekommen. Ich muss also am Montag wieder ins Krankenhaus. Ich sollte morgen schon kommen, aber morgen wollen wir ins Möcki fahren. Wieso habe ich denn die Brille wieder auf? Ich sehe doch gar nichts. Das ist eine Lesebrille. Außerdem ist sie dreckig. Ja, ich sollte morgen eigentlich kommen. Man wollte mit mir die 4. Chemotherapie anfangen. Aber ich habe denen gesagt, nee, ist nicht. Ich fahre mit dem Hund endlich mal ins Möcki. Denn wir haben jetzt bis Samstag vielleicht mal ein paar trockene Tage. Ja, und jedes Mal kam das Wetter dazwischen oder die Chemo kam dazwischen oder sonstige gesundheitliche Sachen. Deshalb will ich mit Gerda mal endlich hier raus.
Ja, wir hängen den ganzen Tag, die meiste Zeit nur in der Bude, eben wegen dem Wetter. Morgens gehen wir natürlich spazieren. Und das Schönste ist, dass ich jetzt morgens wieder die volle Runde laufen kann. Ja, also 2,5 Kilometer laufen wir. Ich muss zwar öfters mal Pause machen, aber wir laufen die volle Runde in einer knappen Stunde. Anfangs war es 1,5, aber jetzt sind wir schon ein bisschen schneller unterwegs. Ich muss immer aufpassen, ich muss mich bremsen, sonst komme ich schnell außer Atem. Nachmittags ist leider noch nicht so viel, denn da muss ich ebenso aufpassen, wenn es mir morgens gut geht, dann heißt es nicht, dass es nachmittags auch gut geht. Das Thema hatte ich schon zweimal. Wir sind gelaufen mit dem Erfolg, dass ich am anderen Tag nur noch die Hälfte schaffe und einen Tag später dann nochmal die Hälfte. Ja, das waren dann am anderen Tag 1,5 Kilometer und am dritten Tag waren es dann nur noch 450 Meter. Ja, und da habe ich keine Power mehr, nichts. Ja, ja, also es wird ein bisschen besser, aber bevor jetzt die Sektkorken knallen lasst, möchte ich euch hier sagen, dass es für diese Krankheit keine Heilung gibt. Ja, diese Krankheit verläuft tödlich und die Chemotherapie, die zögert das Ganze alles raus. Ja, wir versuchen jetzt ganz einfach, das Blut teilweise in Ordnung zu bringen, Hämoglobin oben zu halten, damit ich mich bewegen kann, denn das ist sehr wichtig. Und dann auch die Leukozyten wieder zu erhöhen für meine Abwehrkräfte. Ja, sonst haut mich dann hinterher so eine blöde Grippe oder Erkältung in die Kiste rein und dann war es das. Ja, und das muss ja auch nicht sein. Ja, am Montag werde ich auch mit meinem Arzt sprechen. Und ich habe gestern einiges über Stammzellen gelesen. Und da wollte ich mit ihm mal drüber reden. Und Spender habe ich schon. Und dann werden wir mal gucken, was meine Ärztin davon hält. Denn das wäre optimal, das würde diese Krankheit nämlich heilen. Ansonsten wird sie irgendwann wieder ausbrechen. Und irgendwann hilft dann auch keine Chemotherapie mehr. Ja, dann ist es nämlich vorbei. Ja. Also ich habe mich die letzte Zeit sehr stark damit befasst und ich denke mal, ich mache auch ein Video davon extra über die Krankheit, damit einige Leute das verstehen, wie man damit lebt und alles und was dahinter steckt. Ja. Naja, gut. Ich muss mir jetzt erstmal einen Schuss setzen. Ich habe hier diese Spritzen. Die muss ich nachmittags immer nehmen. Mein Bauch ist immer noch dunkelrot, der untere, von den ganzen Chemospritzen. Ein Juckreiz, das ist unglaublich. Ja, von dem Zeug kriegt man einen enormen Juckreiz, da muss man immer ordentlich eincremen. Sobald das Fell ein bisschen trocknet, fängt das an zu jucken, wie bekloppt. Auch während der Chemo, man hat einen enormen Juckreiz. Ich habe mir hier hinten am Hals, habe ich mir ein bisschen aufgerieben und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich ja keine Wunden reinreißt. Man sollte vermeiden, in der Zeit die Fingernägel zu feilen, ja, denn sonst sind die enorm scharf und man kann sich schnell dadurch verletzen. Und dann hat man auch eine Infektion. Ja. Also man muss sehr viele Sachen beachten. Ja, gut. Oh, Entschuldigung, ich hatte keinen Mittagsschlaf heute.
Ich hätte einiges zu machen. Vor allen Dingen muss ich Gerda wieder sauber machen. Neues Hobby von mir. Die hat gestern schon wieder in ihrem Drecksloch draußen gelegen. Oh, was sah die wieder aus? Nee, und dann ist sie auch noch so stolz darauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nee, ich weiß nicht, wie kann ein Hund, ein Weibchen, eine Dame, eine Hundedame, wie kann die nur so stolz sein, wenn die dreckig ist oder wenn sie mal in einem Hundehaufen gesuhlt hat? Nee, wie ist das nur möglich? Ja, das Schlimmste war das mit dem Feld, was der Bauer frisch gedüngt hatte. Oh Gott, was hat der Hund gestunken, fast ein halbes Jahr. Das geht ja gar nicht aus Feldern. Das muss rauswachsen, das ist krass, ist krass. Ja, ja, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass ich so einen Hund bekommen habe. Jetzt liegt sie hier. Tut so, als würde sie nichts mitbekommen. Naja, so ist das eben. Ja, die wird sich morgen freuen, wenn wir wieder im Wald sind. Da kann sie wieder frei rumlaufen. Wir werden Pilze suchen. Pfifferlinge, die sind am Kommen. Ich habe eben schon so viele gesehen. Ich habe sie aber stehen lassen für die Nachbarn. Die laufen ja auch mit den Hunden da lang. Ich habe ja am Maki habe ich genug. Ich habe meine Plätze da. Ja, wo ich also mindestens 2, 3 Eimer sammeln kann. Und vor 2 Wochen oder vor einer Woche habe ich hier im Wald schon ein paar gefunden. Habe die schön gebraten mit Speck und Zwiebeln. Ja, und dann auf Schwarzbrot. Ach, lecker. Ja, unheimlich lecker. Schön viel Knoblauch dran. So wie es sein muss. Ne? Ja. Naja, gut. Gut, das war es dann für heute. Ich werde am Maki auch ein bisschen rumfilmen. Ich werde euch auch auf dem Laufenden halten nächste Woche. Ich denke mal, ich werde frühzeitig ein Video machen, bevor ich da schon wieder, wie soll man sagen, bevor ich, wie soll man sagen, bevor ich da irgendwie ausgepowert bin. Ja, denn das geht an die Kraft, man hat keine Lust zu nichts. Ja, wenn man da in der Chemo ist. Der erste Tag, der geht noch. Ja, oh, in die Apotheke muss ich noch, fällt mir gerade so ein. Ich muss die Tabletten holen gegen die Übelkeit. Sonst stehe ich am Schlauch, muss ich unbedingt dran denken. Ja, also die muss ich nämlich vor den Spritzen nehmen und dann 1,5 Stunden kommen dann die riesigen Tabletten. Jetzt habe ich die schon wieder im Schrank. Ich wollte euch die mal zeigen. Naja, beim nächsten Mal. Ja, naja, und der zweite Tag ist dann Müdigkeit total. Dann liege ich am Sofa, bin ich die meiste Zeit nur am Pennen. Ja, da kann man mich zu nichts gebrauchen. Ja. Und die anderen Tage ebenso wenig. Da ist das aber nicht mehr mit der Müdigkeit so stark. Sicher schlafe ich dann nachmittags was, aber man kann nichts mit sich selber anfangen. Man zappt im Fernseher, Computer macht mich nicht an, meine Spiele oder sonst was. Ja. Also man kann sich auch nicht konzentrieren, richtig. Ja. Naja gut, die Zeit, die geht auch vorbei. Ist nur schade, dass der Sommer mitgeht. Ja, da haben wir ja gar nichts von gehabt. Leider. Wie im letzten Jahr. Und davor. Wegen den 2 Umzügen. Naja, gut. Aber der Herbst dann. Der Herbst, ich hoffe, der Herbst wird schön, trocken, sonnig. Indianersommer würde mich freuen. Denn dann können wir auch wieder ins Maki fahren. Naja, gut. Bevor ich euch jetzt hier so voll quatsche mit Nichtigkeiten.
werden wir mir jetzt das Video beenden. Morgen habe ich da was anderes drin. Also, liebe Leute, danke fürs Einschalten, Zuschauen und bleibt gesund. Ja, wir sehen uns die Tage wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub, wenn ihr noch nicht im Urlaub wart. Und ansonsten eine schöne Arbeit, wenn ihr wieder arbeiten müsst. Also, wir sehen uns. Bis dann. Hey, hey.